Hallo alle zusammen und willkommen auf meinem Koch- und Backkanal. Und heute gibt es mal wieder ein neues Video. Es sind die süßen Quarkhasen. Die Zutatenliste ist in der Infobox unterm Video zu finden. Los geht's! Für die Quarkhasen benötigen wir ein Päckchen Vanillinzucker, 160 Gramm normalen Zucker, eine Prise Salz, ein Eigelb, das Eiweiß wird dabei kalt gestellt, und 250 Gramm Quark. Mein Quark hat einen Fettanteil von 20%, 40% Fett geht auch. Von Magerquark halte ich persönlich nicht so viel, geht aber natürlich auch. Die Zutaten mit einem Handmixer gut verrühren, dann 60 ml Milch und 100 ml Öl hinzufügen und nochmal verrühren. Dann ein halbes Kilo Mehl und ein Päckchen Backpulver mischen und auf die Quarkmasse sieben. Dadurch wird das Mehl aufgelockert und das macht das Gebäck später auch fluffiger und weicher. Und das Backpulver kann sich dann auch besser verteilen. Alle Zutaten zu einem Teig verkneten. Ich mache das erst mit den Knethaken eines Handmixers und dann mit den Händen. Das geht natürlich auch ganz ohne Handmixer. Den fertigen Teig forme ich dann zu einer Kugel und lasse ihn 10 bis 15 Minuten ruhen. Wenn die Ruhezeit vorbei ist, teile ich den Teig in 2 Teile. So lässt er sich besser ausrollen und dann rolle ich ihn ca. 1 cm dick aus. So werden die Hasen später schön weich und fluffig. Man kann dann verschiedene Formen ausstechen. Ich habe heute das Osterei und 2 verschiedene Hasenförmchen. Meine Quarkhasen ziehe ich dann mit Hilfe einer Teigkarte aufs Backblech und das Backblech habe ich vorab mit Backpapier ausgelegt. Am Ende hatte ich dann 2 Backbleche A15 Kekse. Die Quarkhasen werden bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft auf Sicht ca. 17 bis 20 Minuten gebacken. Nach 15 Minuten Backzeit müsst ihr die auf jeden Fall kontrollieren. Die Backzeit hängt vom Backofen und von der Dicke des Teiges ab. Sobald die ersten Kekse im Backofen sind, schlage ich das kaltgestellte Eiweiß auf und füge dann nach und nach 150 Gramm gesiebten Puderzucker hinzu. Für ein Eiweiß benötigt man eigentlich 125 Gramm Puderzucker. Ich nehme mehr, weil ich dann noch nach und nach den Saft von einer halben Zitrone hinzufüge. Erstens, damit die Glasur schön weiß bleibt und zweitens, um die Glasur zu verdünnen, weil sie dann zu schnell fest wird. Und so muss sie dann am Ende aussehen, wenn sie fertig ist. Wenn die Quarkhasen aus dem Ofen kommen, lasse ich die ganz kurz auf dem Backpapier abkühlen, gerade so, dass ich die anfassen kann, und dann bestreiche ich die mit der Glasur und lasse sie dann vollständig auf dem Backpapier auskühlen. Das muss dann auch schnell gehen, weil die Glasur sehr schnell fest wird. Und wie gesagt, hier habe ich dann nach und nach Zitronensaft hinzugefügt, so kann man sie auch sehr gut verdünnen. Und vielleicht noch ein Tipp, alle die kein Eiweiß-Icing mögen, können einfach das Eiweiß durch Zitronensaft ersetzen. Das heißt einfach Puderzucker mit Zitronensaft anrühren und damit dann die Quarkhasen überziehen. Und hier nochmal eine Nahaufnahme für euch, damit ihr sehen könnt, wie wunderbar fluffig die geworden sind. Die kann man sehr gut in Blechdosen aufbewahren, damit sie auch schön weich bleiben. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.